Hi Leute, willkommen bei Dragomir baut. Ich bin der Dirk und heute seht ihr den dritten Teil von Ich baue mir eine Wurfaxt. Ich hoffe, die ersten zwei Teile haben euch gefallen und jetzt geht es weiter mit der Farbgebung. Also bleibt dabei, wir sehen uns. So Leute, dann machen wir mal weiter bei dem Ganzen. Applikation haben wir drauf, Rest ist auch trocken. Dann fangen wir jetzt erstmal an mit der Farbgebung. Ja, wo fangen wir an? Ist eigentlich egal. Ich fange jetzt mal beim Axtblatt an. 100 Holz machen wir dann. Nehmen wir uns wieder irgendein Untergefäß, wo wir die Farbe gut drin mischen können. Fangen wir erstmal wieder an. Was haben wir hier? Wieder Gunmetal. So. Ja, könnte schon ein bisschen zu viel gewesen sein, aber das ist nicht so schlimm. Dann gehen wir wieder hin. Habe mir ein paar wieder Schwämme vorbereitet, wieder aus Matratzenschaumstoff. Wenn ihr andere Videos von mir schon gesehen habt, wisst ihr ja, wie ich das mache. Und dann tupfe ich da wieder ganz leicht drüber. So. Keine Sorge, wenn so viel Farbe ist, ein bisschen leicht antrocknen lassen. Vorher wieder so ein bisschen woanders rumtupfen, damit nicht mehr so viel Farbe an dem Schwamm ist, und dann geht er da einfach nochmal über die Stellen drüber. Und dann ist das eigentlich schon wieder gut. Wie immer so ein bisschen gucken, dass er halt bis an die Kante kommt. Da dann halt so einzeln tupfen. Ich hoffe, das kann man sehen. Deshalb immer eine Kante suchen, die relativ gerade ist. Halt für so Stellen. Wenn es nicht so ganz klappt, halt noch mal ein bisschen Farbe nach. Das deckt. Ich hoffe, das kann man so sehen. So, dann nehmen wir nochmal hier. Selber dann auf der Seite, da müsst ihr dann auch ein bisschen aufpassen. So. Ich hoffe, das kann man alles gut erkennen. Geht ja nur darum, dass ihr versteht, also das Prinzip, wie ich das mache. Wie ihr das dann selber macht, ist ja dann eure Sache. Wie gesagt, die Videos von mir, die sollen nur als Anregung da sein, damit ihr dann so ein bisschen mal selber ein bisschen rumexperimentieren könnt. Vielleicht fällt euch ja noch was anderes ein dazu. So, gucken wir mal. Ja, hier haben wir noch ein bisschen, das ist das Gute. Wenn ihr ein bisschen übergekrakelt habt, geht ein bisschen mit dem Finger drüber. Und dann habt ihr das schon wieder weg. Das geht ganz gut. Hier so an schärferen Kanten. Am besten dann immer so mit der Ecke arbeiten. Also quasi da dann nur hier so mit der Kante drauf tupft. Oder ihr macht euch einfach einen schmalen Schwamm. Geht natürlich auch. Könnt das auch irgendwie abkleben oder sowas, wenn ihr so richtig profimäßig das machen wollt. Aber ich weiß nicht, kann man wahrscheinlich auch nicht jedes Klebeband für nehmen. Das habt dann nachher die Farbe mit runter. Also ich persönlich würde es jetzt nicht machen. Vielleicht beim Tupfen irgendwie mit einem Stück Pappe irgendwie arbeiten. So als ja, so Trennding. So ähnlich wie beim Airbrushen dann halt. Wie gesagt, wenn das ein bisschen mehr ist, kann man das dann immer noch ein bisschen wegwischen. Das geht ganz gut bei dem Zeug. Also ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von FlexiPaint. Hätte es ruhig schon vor vielen Jahren geben können. Aber naja, gut. So. Dann haben wir jetzt das hier quasi auch schon so gut wie fertig. Schneide. Bei der Schneide ist das jetzt noch nicht so ganz so wichtig, weil die will ich ja nachher wieder ein bisschen heller machen. Was das so genau ist. Noch ein bisschen drüber, wenn das übergepinselt ist. Dann ist das gut. Da habe ich ein bisschen viel genommen. Das kann ein bisschen sehr viel gewesen sein. Ist nicht so gut. Dann nehmen wir einen anderen Schwamm, wo noch keine Farbe drauf ist. Dann gehen wir da nochmal drüber. Dann ist das auch gut.
So, dann muss das Ganze jetzt erstmal trocknen und dann schauen wir mal weiter. Das Silber haben wir jetzt drauf. Ich hoffe, das kann man sehen. Sieht jetzt noch nicht so wirklich spektakulär aus. Dann fangen wir jetzt an mit dem Stiel. Wie gesagt, die Reihenfolge kann jeder so machen, wie er lustig ist. Wie ihr es für euch am liebsten habt. Dann nehmen wir wieder ein Behältnis. Flexipaint transparent. Kippen da wieder ein bisschen was rein. Bei der Größe muss das nicht so wirklich viel sein. Nehmt da wieder irgendeinen Schwamm, den ihr auch von den anderen rüberlehnen habt. Das abzuwischen, damit er halt nicht das nachher verklebt hat. Dann kriegt ihr den Deckel nicht auf. Wie gesagt, das sind die alten Dosen, aber bei den neuen kann das auch nicht schaden. Wenn da was dran kleben bleibt, geht das nämlich auch nicht so wirklich gut. So, nur als kleiner Tipp am Rande. So, dann gehen wir hin. Dann habe ich wieder so ein Stück von einem Pinsel. Bisschen in die braune Farbe rein. Und vermengen das Ganze. Nicht zu viel nehmen immer. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist. Kann sein, dass die Farbe dann eventuell was spröde wird. Kann man natürlich auch Acrylfarbe nehmen, aber mit der Abtönfarbe hat es beim Latex immer gut funktioniert. Also gehe ich von aus, dass das hier auch ganz gut ist. So, das Ganze haben wir jetzt soweit fertig. Gut rühren. Viel brauchen wir ja nicht. Dann gehen wir wieder hin. Nehmen wir ein Schwämmchen. Der ist schief und krumm. Der ist schon besser. Ein bisschen drauf schmieren. So. Gehen wir hin. Machen wir wieder trocken bürsten. Erstmal an einer Stelle anfangen. So. Also ganz trocken ist es nicht, vergessen. Wir machen jetzt erstmal das Braun. So. Je weniger brauner drauf macht, umso dunkler wird es dann quasi, weil das Schwarz halt von der Grundierung noch durchkommt. Man müsste dann halt immer gucken, wie ihr das am liebsten habt. Ich sage ja, manche fangen ja auch mit hellen Tönen an und arbeiten sich dann zu dunklen Tönen hin. Ich mache es meistens immer umgekehrt, das ist wahrscheinlich falsch, aber naja, gut. So mache ich das halt. So. Mal so gucken, oder das, wenn es geht, so in eine Richtung macht. Und nicht immer so gleichmäßig auftragen. Holz ist ja auch nicht gleichmäßig. Macht dann einmal so rundherum. Mal hier gucken, oder hier oben die Kante so ein bisschen erwischt. Die habe ich dann noch extra gelassen, damit man die Übergänge besser sieht zwischen Holz und Metall. Könnt ihr natürlich auch irgendwas dazwischen machen. Das liegt dann an euch, wie ihr es halt gestalten wollt, oder macht halt ja nichts dazwischen. Das ist halt, liegt an euch, ist Geschmackssache. Den Stiel werde ich diesmal ganz schlicht halten, einfach nur in Holzoptik. Kommen diesmal keine Verschönerungen dran, das haben wir ja am Achsblatt. Da wird jetzt mal was Schlichteres. Noch so die aufwendigeren Sachen, die können wir uns dann für andere Videos aufheben, wo ich dann mehr auf so Sachen eingehe, wo es dann auch wirklich passt. So. So langsam wird das Ganze trocken. Da kann man dann noch mal so ein bisschen drüber gehen. Wie gesagt, wenn das nicht zu dick auftragt, geht das ja eigentlich relativ schnell mit Trocknen. Aber sicherheitshalber immer ein bisschen warten. Ne? So. Schon mal ein bisschen gucken, wie es aussieht. An dem hellen Glanz seht ihr halt noch, dass das noch ein bisschen feucht ist. Naja, ein bisschen ist gut. So. Ich hoffe, das kann man jetzt so ein bisschen erkennen. Ja. Dann lassen wir das Ganze wieder ein bisschen trocknen. Und dann fangen wir mit der nächsten Farbe an. So, hängen wir wieder auf Seite. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Ganze wieder trocken ist für die nächste Schicht.
bis gleich. So Leute, es geht weiter mit der Farbgebung. Das dunklere Braun ist jetzt trocken. Ja, hoffentlich kann man das gut sehen. Also wenn man gerne dunkle Farben hat, könnte man das eigentlich schon so lassen. Aber wir wollen ja noch ein bisschen Farbe ins Spiel bringen, dass das Ganze ein bisschen hübscher aussieht. Dann gehen wir wieder hin, nehmen uns ein bisschen Flexi Paint transparent. Brauchen wir nicht allzu viel. Brauchen wir hier ein bisschen. Und hier auch. Schön noch 2 Farbtöne mit reinmischen. Nehmen wir wieder irgendeinen alten Schwamm. Die Farbe wieder vom Rand ab, damit die Dose nachher wieder gut auf und zu geht. Schön das Ganze auf Seite. So, dann fangen wir jetzt erstmal an mit so einem mittleren Farbton. Gehen wir wieder hin, nehmen wir uns wieder irgendeinen alten Pinselstiel oder was auch immer. Ein bisschen Farbe dran. Muss jetzt nicht, wie gesagt, wieder viel sein, nur so ein bisschen. Bei Bedarf kann man noch ein bisschen nach, aber es muss halt nicht allzu viel sein. So viel Farbe ist auch nicht gut. Jetzt wird das Ganze nachher noch spröde und das wollen wir ja nicht. Ja? Ja, ich glaube, ein bisschen könnte noch. Ganz kleiner Klecksbraun. Deckt man nicht so ganz gut. So. Kannst du immer gut durchmischen. Ja, sieht gut aus. So. Ganz wieder hier an dem Schwamm ab. Gehen hin. Tupfen wieder mit dem Schwamm. Das Ganze auf Zeitung oder sowas nochmal abtupfen, damit nicht so viel Farbe dran ist, weil wir wollen wieder drüber bürsten. Und dann geht er halt wieder hin und so ganz, ganz leicht drüber ziehen. Das lege ich mal so ein bisschen hier auf Seite. Irgendwo drauf. Das ist ein kleiner Fissel. So, dann nehmen wir noch eine andere Braunfarbe, einen anderen Braunton. Da brauchen wir auch wieder nur wirklich einen kleinen Klecks. Da muss ich aufpassen. Wirklich nur so einen kleinen Klecks rein. Wie gesagt, nicht zu viel, weil das Ganze wird sonst zu spröde. Dann nehmen wir uns einen anderen trockenen Pinselstiel, mischen das dann auch wieder unter. So. Ihr seht, das ist schon ein anderer Ton, also wesentlich heller. Wie gesagt, dadurch könnte das Ganze jetzt extrem, naja, was heißt extrem, ich sage jetzt mal für meine Verhältnisse schon ziemlich hell werden. So, einen alten Schwamm, nehmen wir die Sachen halt. So, da haben wir schon wieder was rumgesaut, aber das ist nicht so schlimm. So, gucken wir mal. Dann gehen wir wieder hin. Bei dem hellen Ton müsst ihr jetzt nicht unbedingt das austupfen. Das ist ja gewollt, dass das was heller wird. Wie gesagt, wenn es dann zu hell wird, nachher mit Schwarz wieder ein bisschen nachdunkeln. Gehe jetzt ein bisschen großzügiger drüber. Kann man hoffentlich so sehen. Gucken nicht immer gleichmäßig, das kann ruhig ein bisschen nicht überall gleich sein. Holz ist ja auch nicht immer von der Farbe überall gleich. So. Wenn es mal zu viel ist, dann halt von der Seite nehmen, den Schwamm, wo nicht so viel Farbe drauf ist, beziehungsweise gar keine, um dann, wo zu viel ist, dann halt runter zu machen. Aber das klappt eigentlich so ganz gut. Sollte eigentlich auch
einfach umzusetzen sein. So, dann gehe ich noch mal ein bisschen drüber, nachdem es dann so leicht angetrocknet ist. Wie gesagt, die Farbe nicht zu dick drauf machen. Und dann seht ihr schon, dass das Ganze schon ein bisschen heller wird. Das ist jetzt wie gesagt nur der Stiel. Hätte man dann vielleicht auch noch schon mal hier das machen sollen, aber das mache ich dann gleich. Und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht. Beziehungsweise, ja, das sieht noch ein bisschen hell aus. Ich gehe noch an ein paar Stellen noch mal ein bisschen drüber. Wir wollten ja das Holz erstmal ein bisschen heller haben. Kann man dann auch so lassen, wenn es einem halt hell gefällt. Wie gesagt, ich bin so der Typ, ich mache lieber ein bisschen dunkler von der Holzstruktur her, aber naja gut, ist halt Ansichtssache, was einem da halt besser gefällt. Der eine macht es hell, der andere mag es lieber was dunkler. In dem Fall mache ich jetzt ein bisschen heller, damit ihr dann auch sehen könnt, wie man es halt auch wieder dunkler macht. So für die Leute, die es halt interessiert. Und dann schauen wir mal. So, das sollte jetzt eigentlich von der Helligkeit, denke ich mal, reichen. Wie ihr seht, kommt auch hier das mit dem Kamm, was ich da reingemacht habe, auch wesentlich langsam besser zur Geltung. Diese Rillen, ich weiß nicht, ob man das hier so gut sehen kann. Ne? Und dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal wieder trocknen und dann sind wir bald schon so weit, dass man noch die Highlights setzen kann. Aber das machen wir dann erst, wenn es soweit ist. Okay, beim Aufhängen werden wir jetzt mal anders aufhängen, und zwar mache ich die Schleife immer auf. Und dann setze ich das Ding mal hier so quasi hier so durch. Ja. Weil das Ganze noch ein bisschen trocknen muss und ich will da eigentlich nicht jetzt dran kommen. Dann hängt das dann so quasi auf. Ist nicht schlimm, passiert ja nichts. So, ne? So Leute, wir sind quasi in den letzten Zügen. Jetzt fangen wir an, hier noch so ein paar Highlights zu setzen. Dafür nehmen wir uns dann ein bisschen silberne Acrylfarbe. Irgendeinen alten Schwamm, den wir hier noch rumliegen haben. Dann gehen wir hin, machen das Ganze auf, bisschen umrühren. Ja. Bisschen abstreichen, weil so viel brauchen wir nicht. Ganz vorsichtig, nicht zu dick drauf machen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, nehmt einfach ein Zeitungsstück und dann geht ihr hin, bürstet da so ein bisschen drüber. Das war schon ein bisschen viel, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Kann man dann immer so mit den, wo keine Farbe ist, so ein bisschen beimachen. Ja. Kann man halt so ein bisschen hier so Kanten und so was. Also wirklich nur so leicht. Auch über die Ränder so ein bisschen drüber. Kann man dann halt quasi hier so schärfere Kanten und so was, kann man dann damit halt ein bisschen mehr Kontur geben. Generell halt, dass das alles noch ein bisschen metallischer aussieht. Am besten halt vorher noch ein bisschen abtupfen. Jetzt so langsam hat es dann die richtige, ja, ich sag jetzt mal Menge an Farbe. Da sieht das Ganze dann schon fast aus. Das ist halt quasi, damit das halt so ein bisschen glänzt und auch so ein bisschen aussieht, als wenn es geschliffen ist. So. Müsste dann halt gucken, wo dann quasi so Kanten sind und so ein bisschen drüber ziehen, dass das dann quasi da so ein bisschen heller aussieht. So. Ich hoffe, das kann man so gut sehen. Ja. Das ist jetzt quasi so, dann lassen wir das Ganze gleich noch ein bisschen trocknen. Und dann können wir eigentlich schon anfangen zu topcoaten.
bisschen gehe ich noch drüber, sind noch ein paar Stellen, wo man ein bisschen was machen kann. Wie gesagt, dann wie Trockenbürsten halt, immer ein bisschen, also ganz leicht. Ich hoffe, das kann man so gut sehen. Ja. So, das ist dann quasi so das Prinzip, wie das Ganze funktioniert. Ja, dann kann man dann quasi schon dann anfangen zu topcoaten. Wie gesagt, wir machen jetzt das Holz nicht noch dunkler, das ist schon relativ dunkel. Hier oben hätte man quasi auch Holz machen können, aber wie gesagt, das da ja ein bisschen verpennt. Naja, gut. Dann schauen wir mal. Dann lassen wir das Ganze jetzt noch ein bisschen trocknen und dann kommt der Topcoat drauf. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es trocken ist. So Leute, wir fangen jetzt an mit dem Topcoaten. Dafür nehmen wir FlexiPaint Topcoat in matt. Kleines Behältnis. Ein Pinsel. Ja, 2 haben wir jetzt hier, egal. Und das Teil wird man wieder topcoaten machen. In dem Fall natürlich die Axt. So. Bisschen schütteln. Ja. Brauchen uns nicht allzu viel. So, dann gehen wir hin. Der Pinsel, ganz normal. Fangt wieder irgendwo an. In dem Fall will ich jetzt erstmal das obere Teil topcoaten, später das untere. Müssen wir ja sowieso irgendwie aufhängen. Können das theoretisch auch andersrum machen, aber hey, das ist dann euch überlassen. So. So. Wie gesagt, gut drauf, jetzt nicht zu dick. Und wie schon in den anderen Videos, wenn da kleine Bläschen entstehen, kleine Panik haben, die gehen von selber weg. Ja, also alles gut. So, hoffe, dass man das gut sehen kann. So. Da machen wir genau wie beim Latexen, beziehungsweise FlexiPainten. Interessant an FlexiPainten. Naja, ihr wisst ja, was ich meine. Machen wir dann genau dasselbe. Gehen wieder hin, machen so 3/4 von dem Teil. Also wieder ein gutes Stück vom Stiel. Und dann lassen wir das Ganze dann wieder trocknen. Und dann haben wir das Ding quasi in 2 Gängen schon mal den Topcoat drauf. Ihr könnt da natürlich hingehen und noch ein paar Schichten mehr machen, aber ich würde jetzt nicht zu viele machen. So vielleicht noch eine zweite zur Sicherheit. Aber mehr braucht er eigentlich nicht. Und wenn mal doch was sein sollte, dass mal was nachgemacht werden muss, dann macht er halt nochmal was drüber und dann ist das gut. So. Das sollte jetzt erstmal hoffentlich reichen. Sieht gut aus. So, dann hängen wir das nochmal weg, lassen das trocknen und dann sehen wir uns gleich dann wieder. Aber noch so als kleine Zwischeninfo. Man kann die Topcoat-Pinsel auch wieder benutzen. Ja. Wenn man die dann anschließend auswischt mit klarem Wasser und die dann in ein Behältnis tut mit dem Wasser und lässt sie da ein bisschen drin stehen, anschließend rausholen, trocknen lassen, dann kann man das Ding beim nächsten Mal wieder zum Topcoaten benutzen. Auch einer der großen Vorteile im Gegensatz zu dem alten Topcoaten vom Latex. Wie ihr seht, ist dann ein bisschen hinten was steifer. Warum auch immer, aber hier vorne sind die noch flexibel genug, dass man wieder mit pinseln kann. Nur so als kleiner Tipp von mir, da ihr die Dinger dann nicht jedes Mal wegwerfen müsst. So, dann sehen wir uns wieder, wenn die zweite Hälfte dran ist. Also bis gleich. So Leute, die Achse ist soweit fertig. Gucken wir mal. Alles trocken, sieht gut aus. Schauen wir mal, ob das Ding was taucht. Ja? So sieht das Ganze dann aus. Ja, ich hoffe, dass das so gut zu sehen ist. So, dann probieren wir mal aus, ob das Ding was taucht. Ja? Liegt schon mal gut in der Hand.
So Leute, das war natürlich alles nur Spaß. Stand keiner hinter der Kamera, hab das nur in der Ecke geworfen. Ding hat das gut überstanden, bin zufrieden. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Auch ein netter Kommentar würde ich mich darüber freuen und ein Abo natürlich sowieso. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Wir sehen uns.